Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Vor kurzem haben wir euch die LIC von Carinthia vorgestellt. Heute gibt es die MIG 4.0. Ihr hört das schon deutlich, die MIG ist etwas lauter als die LIC. Die LIC ist ja wirklich eine ganz weiche, softe Jacke, die auch zum Zwischenlayern gedacht ist. Die MIG ist schon eher eine Jacke, die man als äußerste Schicht trägt. Das habe ich ja auch in dem anderen Video gesagt. Wer das übrigens noch nicht gesehen hat, es ist unten in der Beschreibung verlinkt und am Ende des Videos auch nochmal direkt klickbar. Ja, weil die MIG hat nämlich als eines der Features hier auch nochmal zusätzliche Aufsätze, um eine bessere Robustheit der Jacke zu geben. Aber fangen wir von vorne an. Die MIG ist die Medium Insulation Garment von Carinthia. Es gibt die LIC, die Light, die MIG, die mittlere, die HIC, die hohe und die Eckig für extreme Kälte. Bei der MIG haben wir 125 Gramm G-Loft-Füllung im Körperbereich und 80 Gramm G-Loft in den Ärmeln. Von den Features her habt ihr bei der MIG auch Außentaschen auf den Oberarmen, nicht so wie bei der LIC, da ist nämlich nichts, die ist komplett slick. Hier habt ihr entsprechend zwei große Außentaschen, auch nochmal hier mit elastischen Schlauchen auf der Innenseite, um Ausrüstung befestigen zu können. Hier nochmal so eine zusätzliche Schockkordschlaufe, um da nochmal einen Schlüssel oder sowas dranhängen zu können. Ihr habt die typischen großen Klettfelder von Carinthia. Bei Carinthia kommen auch immer gleich zwei verschiedene Carinthia-Patches mit dazu. Das kleine Patchfeld oberhalb des großen Klettfeldes ist neu. Das ist ein 1 Zoll Klettfeld. Das ist für IR-Patches gedacht. Habt ihr auf dem linken Arm, auf dem rechten Arm und hier hinten im Rückenbereich unter der Kapuze. Die MIG wird über einen YKK-Reißverschluss bedient. Da ist auf der Außenseite keine Flappe vorhanden. Genauso wie auch bei der LIC wird aber dafür der Stoff relativ nah an den Reißverschluss gebracht. Das heißt, das ist sehr dicht. Und auch wieder unten drunter eine dicke, große Flappe, um den Wind wegzulassen. Apropos Wind, hier haben wir auch eine EPT-FE-Membran außen und einen Windstopper mit eingearbeitet. Das heißt, die Jacke ist wirklich nochmal eine Nummer tougher als die LIC. Muss ja auch so sein. Ja, YKK-Reißverschluss für die Frontbedienung, der lässt sich im Gegensatz zur LIC auch von unten öffnen. Wenn ich hier entsprechend an die Ausrüstung ran möchte, kann ich hier unten aufmachen und komme hier dann entsprechend an die Ausrüstung ran. Während die LIC ja relativ kurz, blousonmäßig geschnitten ist, ist die MIG eher wie ein Parker. Also ihr seht es ja auch, trotz meiner tief hängenden Hose, wie der Stefan jetzt gleich wieder anmerken wird, geht die hier wirklich über die Hosentaschen drüber, ein ganzes Stück weiter runter. Und da sind auch keine Taschen im unteren Bereich, sondern hier diese typischen großen Taschen für die Hände weiter oben. Die gehen auch ein ganzes Stück weit runter, also hier habt ihr wirklich viel Platz in beide Richtungen. Gefüttert ist das Ganze mit Vlies und anstelle der Buntzüge wie bei der LIC von unten kann ich hier die Kapuze entsprechend mit einer Einhandbedienung ziehen. Das heißt, wenn ich die Kapuze auf habe, Hände in die Tasche und dann kann ich hier an den Kordeln entsprechend langziehen. Könntet ihr natürlich auch hier oben schon mal ein bisschen regulieren. Dazu ist hier unter einer Flappe verdeckt der Kordelstopper, um das Ganze wieder zu lösen. Ich habe es ja vorhin schon in der Einleitung gesagt, die robuste Außenhaut ist ein bisschen geräuschintensiver als die LIC. Das liegt halt, wie gesagt, daran, dass wir hier Aufsätze haben mit einer zusätzlichen Polsterung. Das hilft gegen Abrieb oder wenn man irgendwo durch Gestrüpp muss. Das geht hier wirklich ab dem Ellbogen bis zum vorderen Bereich und habe ich hier auch noch mal im Schulterbereich diese Aufsätze. Die Bündchen sind genauso innen ausgeführt wie bei der LIC. Das heißt, ihr habt dieses elastische Pulswärmerbündchen, was eng ist, nur dass jetzt hier der Außenbereich auch noch mal zusätzlich zum Verstellen ist. Dazu ist hier aus Cordura ein Klettverschluss, um da entsprechend nochmal hier justieren zu können. Neben den beiden Oberarmtaschen habt ihr hier auch nochmal eine Tasche im Unterarmbereich. Da passt jetzt nicht so viel rein, aber zumindest mal ein bisschen Kartenmaterial, Snooze, was auch immer ihr da reinpacken wollt.
Die MIG kommt wieder mit einem Packsack im Gegensatz zur LIG. Das ist natürlich auch hier bei der Größe, obwohl das wäre ein sehr geiles Kissen geworden, Carinthia. Denkt mal drüber nach in der Version 5.0. Da haben wir dann so ein richtig schönes, großes Kissen, wenn wir das da. Baut es mal mit ein, bitte. Ja, haben wir hier nicht. Also hier gibt es einen extra Packsack. Ansonsten auf der Innenseite jeweils rechts und links eine Meshtasche. Bin ich ein großer Fan von. Nasse Handschuhe rein, mit Körperwärme trocknen, passt. Zusätzlich zum Reißverschluss habt ihr hier nochmal einen Druckknopf im unteren Bereich, um die Jacke schon mal vorzufixieren. Habe ich jetzt keine Verwendung für, also beziehungsweise hätte ich jetzt nicht gebraucht, aber ist halt da, wer es haben möchte. Funktioniert aber auch ohne hervorragend. Der Kragen ist genauso aufgebaut wie bei der LIG. Ihr habt einen breiten Fließkragen und unten drunter dieses Stretch-Elastik, was dann quasi hier am Hals schon mal dicht macht. Und das Übrige an Wärme liefert dann hier der große Fließkragen. Wie bei Carinthia üblich geht der Reißverschluss bis hoch übers Kinn. Da wird der Reißverschluss hier geparkt, entsprechend in so einer kleinen Öffnung, damit auch keine Haare vom Bart verklemmt werden können oder überhaupt hier Haut verletzt werden können. Das passt wunderbar. Die Kapuze selbst ist eine externe Kapuze, also ist nicht im Kragen verstaubar. Das heißt, man hat sie immer draußen. Ist bei so einer dicken Jacke aber auch kein Problem. Trage ich sowieso am liebsten so. Sonst hat man so eine Wurst da im Nacken. Bei der LIG geht's, weil die Kapuze relativ dünn ist. Aber hier, wenn wir das in den Kragen reinpacken würden, dann würde man aussehen wie hier der Halswurst. Nicht Hanswurst, sondern der Halswurst. Ja, wie ich es vorhin schon gezeigt habe, die Kapuze lässt sich hier über die Taschen justieren, um den vorderen Kranz einzustellen und natürlich hier auch am Hinterkopf. Hier ist eine Kletttasche, wo ich dann nochmal einen Kordelstopper habe, um die Kapuze da einstellen zu können. Mit der MIG wird es natürlich schon ein bisschen wärmer als mit der LIG. Das heißt, hier muss ich vielleicht auch mal Klimaregulierung betreiben. Das geht am besten natürlich über den Frontreißverschluss oder aber, wie es sich für so eine Jacke gehört, mit dem Achselreißverschluss. Der ist bei Carinthia relativ kurz. Dafür ist hier auch kein Mesh eingesetzt. Das heißt, hier kann die Luft frei zirkulieren und der Mock entweichen. Der Bund lässt sich auch regulieren. Nicht durch die Taschen wie bei der LIG, sondern hier ganz klassisch mit einem Kordelstopper im unteren Bereich. Da habe ich einfach ein Zugband und da kann ich entsprechend dann hier ziehen, ziehen, ziehen. Und dadurch ist dann die Jacke auch unten absolut winddicht. Fazit zur MIG 4.0. Wem die LIG nicht warm genug ist oder der in kälteren Gebieten unterwegs ist, dem legen wir die MIG ans Herz. Das ist quasi genau das Mittelstück, weil die HIG dann doch wieder in den Gefrierbereich geht, wo ich sage, da kommt man bei uns selten eher hin. Also wer hier in unseren Gefilden unterwegs ist, für den ist die MIG vollkommen ausreichend. Ihr bekommt die LIG, die MIG, die HIG und die EKIG bei Reking Company. Der Link ist unten eingeblendet. Habt ihr die MIG im Einsatz? Schreibt es in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, Abo, Glocke klicken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut, bye bye. Um da entsprechend nochmal hier justieren zu können. Neben den beiden Oberschenkel, voll die Oberschenkel, wenn ihr die Kapuze zu habt, jetzt den Kragen, die Jacke, was jetzt?